Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Diesen Satz sagte Walter Ulbricht am 15. Juli 1961 auf einer internationalen Pressekonferenz in Ost-Berlin. Nur 29 Tage später war Berlin abgeriegelt. Stacheldraht durchzog Straßen, Familien wurden getrennt, bewaffnete Soldaten standen an den Grenzen. Innerhalb weniger Stunden wurde aus einer offenen Stadt ein militärisch gesichertes Grenzsystem. Die DDR-Regierung behauptete später, dieses Bauwerk sei ein antifaschistischer Schutzwall gewesen, also ein Schutz vor angeblichen Angriffen aus dem Westen. Doch viele Menschen im Osten stellen sich natürlich die Frage, schützte diese Mauer wirklich vor Feinden von außen oder sollte sie vor allem verhindern, dass die eigene Bevölkerung das Land verließ? Um den Bau der Berliner Mauer zu verstehen, muss man in das Jahr 1945 zurückgehen. Deutschland lag politisch und wirtschaftlich am Boden. Die Alliierten teilten das Land in 4 Besatzungszonen auf. Aus diesen Zonen entstanden 1949 2 Staaten. Im Westen die Bundesrepublik Deutschland und im Osten die Deutsche Demokratische Republik. Berlin erhielt einen Sonderstatus. Obwohl die Stadt mitten in der sowjetischen Besatzungszone lag, wurde auch sie in 4 Sektoren aufgeteilt. Bereits 1948 und 1949 zeigte die sogenannte Berlin-Blockade, wie explosiv die Lage war. Die Sowjetunion blockierte alle Landwege nach West-Berlin. Die Westalliierten reagierten mit der Luftbrücke und versorgten West-Berlin fast ein Jahr lang aus der Luft. Berlin wurde damit endgültig zum symbolischen Brennpunkt der Systemkonfrontation zwischen Ost und West. Während die innerdeutsche Grenze zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik seit den 1950er Jahren zunehmend gesichert wurde, blieb Berlin lange eine offene Nahtstelle. Zwischen 1949 und 1961 verließen rund 2,7 Millionen Menschen die DDR. Das entsprach etwa 15 bis 20% der Gesamtbevölkerung der DDR. Allein im Jahr 1960 waren es etwa 200.000 Menschen. Im Juli 1961 flohen rund 30.000 Menschen innerhalb eines einzigen Monats. Besonders betroffen waren junge und gut ausgebildete Bürger, Ärzte, Ingenieure, Akademiker und Facharbeiter. In der internationalen Presse sprach man vom Brain Drain. Für die DDR war das kein reines Imageproblem. Es war eine existenzielle Bedrohung. Ein Staat, der kontinuierlich qualifizierte Arbeitskräfte verliert, gerät wirtschaftlich und politisch unter Druck. Berlin war das entscheidende Schlupfloch und die DDR-Regierung musste handeln. Die Entscheidung zum Bau der Mauer fiel nicht allein in Ostberlin. Sie wurde in enger Abstimmung mit Nikita Chruschtschow in Moskau getroffen. Die sowjetische Führung wollte Stabilität im Ostblock, aber keinen offenen Krieg mit den Vereinigten Staaten. Die DDR-Führung unter Ulbricht drängte auf eine radikale Lösung. Die Massenflucht sollte endgültig gestoppt werden. Ulbrichts Aussage vom 15. Juli 1961 war daher kein Ausdruck von Unwissenheit. Sie war politisches Kalkül. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 begannen rund 10.000 bewaffnete Kräfte, darunter Volkspolizei, Kampfgruppen und Grenztruppen, mit der Abriegelung der Stadt. Die Aktion trug intern den Namen Operation Rose. Stacheldraht wurde ausgerollt, Straßenbahnschienen wurden herausgerissen und U-Bahn-Tunnel blockiert. West- und Ostberliner standen sich plötzlich gegenüber, getrennt durch Draht. An der Bernauer Straße gehörten die Häuser zur DDR. Der Bürgersteig bereits zum Westen. Menschen sprangen aus Fenstern in die darunter gespannten Tücher der Westberliner Feuerwehr. Eine Zeitzeugin erinnerte sich später: Wir haben uns zugewinkt und wussten nicht, ob wir uns je wiedersehen. Offiziell bezeichnete die DDR-Regierung die Berliner Mauer nie als Mauer. Stattdessen sprach sie vom antifaschistischen Schutzwall. Dieser Begriff war kein Zufall. Er war Teil der politischen Propaganda der DDR. Die Regierung wollte damit den Eindruck erwecken, die Grenzanlagen dienten dem Schutz vor einer Bedrohung aus dem Westen. Offiziell hieß es, man müsse sich gegen angebliche Faschisten, Agenten und Saboteure aus der Bundesrepublik verteidigen. Diese Argumentation knüpfte bewusst an die deutsche Vergangenheit an. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Kampf gegen den Faschismus ein zentraler Bestandteil der politischen Legitimation der DDR. Der Staat präsentierte sich selbst als der antifaschistische Gegenentwurf zum Westen. Indem die Regierung die Mauer als antifaschistischen Schutzwall bezeichnete, versuchte sie also,
2 Dinge gleichzeitig zu erreichen. Erstens sollte die Grenzschließung ideologisch gerechtfertigt werden. Wenn die Mauer angeblich vor faschistischen Kräften schützte, konnte sie als notwendige Verteidigungsmaßnahme dargestellt werden. Zweitens sollte damit von dem eigentlichen Problem abgelenkt werden, der massiven Abwanderung der eigenen Bevölkerung. Denn tatsächlich verlief die Fluchtbewegung fast ausschließlich in eine Richtung, von Ost nach West. Viele Historiker sind sich deshalb heute einig, der Begriff antifaschistischer Schutzwall war vor allem ein politisches Narrativ. In Wirklichkeit schützt die Mauer nicht vor äußeren Feinden. Sie sollte verhindern, dass Menschen die DDR verließen. Die Westmächte protestierten gegen den Bau der Mauer nur diplomatisch und griffen nicht militärisch ein. US-Präsident John F. Kennedy formulierte es nüchtern: Eine Mauer ist verdammt viel besser als ein Krieg. West-Berlin blieb unter westlicher Kontrolle. Das war entscheidend. Ein militärisches Eingreifen hätte eine direkte Konfrontation zwischen den Atommächten bedeutet. So paradox es klingt, die Mauer stabilisierte kurzfristig das fragile Gleichgewicht des Kalten Krieges. Die ersten Sperren im August 1961 waren improvisiert. Zunächst bestanden sie vor allem aus Stacheldrahtrollen, Holzpfählen und einfachen Barrikaden. Doch schon wenige Monate später begann die DDR mit dem systematischen Ausbau der Grenzanlagen. Die Berliner Mauer bestand schließlich nicht nur aus einer einzelnen Betonwand. Vielmehr handelt es sich um ein mehrschichtiges Grenzsystem. Dazu gehörten eine sogenannte Hinterlandmauer auf der Ostseite, ein Kolonnenweg für Patrouillenfahrzeuge der Grenztruppen, ein Signalzaun mit Alarmfunktion, ein beleuchteter Kontrollstreifen sowie Hundelaufanlagen und zahlreiche Wachtürme. Zwischen diesen Anlagen lag der sogenannte Todesstreifen. Dieses Gelände wurde bewusst offen gehalten, damit Grenzsoldaten freie Sicht auf mögliche Fluchtversuche hatten. Auch technisch wurde das System ständig weiterentwickelt. An der innerdeutschen Grenze kamen zusätzlich Selbstschussanlagen und Minenfelder zum Einsatz. Die Grenze entwickelte sich zu einem der am stärksten gesicherten Grenzsysteme der Welt. Im Jahr 1974 erreichte die Berliner Mauer ihre technische Höchstform. Die sogenannte 4. Generation bestand aus rund 3,60 Meter hohen Betonsegmenten mit einer abgerundeten Oberkante. Diese Konstruktion sollte verhindern, dass Menschen die Mauer überklettern konnten. Auch Fahrzeugdurchbrüche sollten unmöglich werden. Die Bauweise war so ausgelegt, dass Fahrzeuge beim Aufprall ausgehoben wurden und nicht durchbrechen konnten. Die Berliner Mauer war damit kein symbolisches Bauwerk, sie war Teil eines militärisch geplanten Grenzsystems, das über Jahrzehnte hinweg immer weiter perfektioniert wurde. Doch die DDR plante noch mehr. In den 1980er Jahren arbeiteten Ingenieure und Grenztruppen bereits an Konzepten für eine weitere Modernisierung der Grenzanlagen. Intern sprach man von Projekten wie der sogenannten Grenze 2000. Diese Planungen sahen vor, die Grenze noch stärker zu automatisieren und technisch zu überwachen. Moderne Sensoren, verbesserte Alarmanlagen und neue Überwachungstechnologien sollten Fluchtversuche künftig noch schneller erkennen. Die DDR ging also keineswegs davon aus, dass die Grenze eines Tages verschwinden würde. Im Gegenteil, die Führung plante, das Grenzsystem langfristig weiter auszubauen und technisch zu modernisieren. Doch dazu kam es nicht mehr. Nur wenige Jahre später geriet das politische System der DDR selbst ins Wanken und mit ihm auch die Mauer, die dieses System jahrzehntelang stabilisieren sollte. Die Grenzsoldaten der DDR hatten klare Anweisungen. Sie waren verpflichtet, sogenannte Grenzverletzer am Durchbruch zu hindern, notfalls auch mit dem Einsatz von Schusswaffen. Ich persönlich betrachte jeden Grenzverletzer als meinen Feind und würde nicht zögern, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Offiziell sprach die DDR zwar nie von einem Schießbefehl, in den Dienstvorschriften der Grenztruppen wurde jedoch festgelegt, dass Flüchtende mit allen Mitteln am Grenzdurchbruch zu hindern seien. Wenn Warnrufe und Warnschüsse nicht ausreichten, durften Grenzsoldaten gezielt schießen. Für viele junge Soldaten bedeutet das eine enorme psychische Belastung. Die meisten von ihnen waren kaum älter als 20 Jahre. Wie viele Menschen an der Berliner Mauer und an der innerdeutschen Grenze ums Leben kamen, ist historisch gut erforscht, aber nicht in allen Details abschließend geklärt. Sicher ist jedoch, dass mehrere hundert Menschen bei Fluchtversuchen starben. Einer der bekanntesten Fälle ereignete sich am 17. August 1962. Der 18-jährige Bauarbeiter Peter Fechter versuchte gemeinsam mit einem Freund nahe dem Checkpoint Charlie über die Mauer zu fliehen. Während seinem Freund die Luft gelang, wurde Fechter von Grenzsoldaten angeschossen.
Schwer verletzt blieb er im sogenannten Todesstreifen liegen, genau zwischen Ost und West. Über eine Stunde lang wollte oder konnte ihm niemand helfen. Weder die Grenzsoldaten auf der Ostseite noch westliche Hilfe griffen ein. Peter Fechter verblutete schließlich vor den Augen zahlreicher Zeugen. Sein Tod löste weltweit Entsetzen aus. Bilder und Berichte verbreiteten sich im internationalen Medien und machten deutlich, welche Konsequenzen ein Fluchtversuch an dieser Grenze haben konnte. Der Fall wurde zu einem Symbol für die menschlichen Tragödien, die sich an der Berliner Mauer abspielten. Nach dem Bau der Berliner Mauer im August 1961 stabilisierte sich die Lage in der DDR zunächst. Die massive Abwanderung der Bevölkerung, die das Land jahrelang geschwächt hatte, kam fast vollständig zum Stillstand. Für die Regierung bedeutete das zunächst eine politische Entlastung. Die wirtschaftliche Planung wurde berechenbarer, Betriebe verloren weniger Arbeitskräfte und das politische System gewann kurzfristig an Stabilität. Doch gleichzeitig entstand ein neues Problem. Eines, das sich nicht mehr verbergen ließ. Die Berliner Mauer wurde international schnell zum Symbol der Unfreiheit. Bilder von Stacheldraht, Wachturm und bewaffneten Grenzsoldaten gingen um die Welt. Für viele Beobachter war klar, ein Staat, der seine Bürger am Verlassen des Landes hindern muss, hat ein grundlegendes Legitimationsproblem. Auch im Innern der DDR blieb die Mauer ein sensibles Thema. Offiziell wurde sie als faschistischer Schutzwall bezeichnet. Doch viele Menschen wussten, dass sie vor allem verhindern sollte, dass die eigene Bevölkerung das Land verließ. Damit stand die Mauer für einen grundlegenden Widerspruch des Systems. Einerseits stabilisierte sie die DDR politisch und wirtschaftlich, andererseits machte sie sichtbar, dass diese Stabilität nur durch Zwang und Abschottung erreicht wurde. Die Berliner Mauer war damit gleichzeitig ein Zeichen von Kontrolle und ein Zeichen von Schwäche. In den 1980er Jahren geriet die DDR zunehmend unter Druck. Die wirtschaftlichen Probleme verschärften sich, viele Betriebe arbeiteten ineffizient und die Versorgungslage verschlechterte sich spürbar. Gleichzeitig veränderte sich auch die internationale Lage. In der Sowjetunion leitete Michail Gorbatschow mit seinen Reformprogrammen Glasnost und Perestroika einen politischen Kurswechsel ein. Er machte deutlich, dass die Sowjetunion künftig nicht mehr bereit war, autoritäre Systeme im Ostblock mit militärischer Gewalt zu schützen. Diese Entwicklung schwächte auch die Führung der DDR. Im Sommer 1989 nutzten immer mehr DDR-Bürger eine neue Möglichkeit zur Flucht. Über Ungarn, das seine Grenze zu Österreich geöffnet hatte, gelangten tausende Menschen in den Westen. Auch über die Botschaften der Bundesrepublik in Prag und Warschau versuchten viele DDR-Bürger auszureisen. Parallel dazu wuchs im Inneren des Landes der Protest. In vielen Städten begannen sogenannte Montagsdemonstrationen, bei denen immer mehr Menschen politische Reformen, freie Wahlen oder vor allem Reisefreiheit forderten. Der Druck auf die Regierung nahm von Woche zu Woche zu. Am Abend des 9. November 1989 kam es schließlich zu einem Ereignis, das Geschichte schreiben sollte. Auf einer internationalen Pressekonferenz verkündete Politbüromitglied Günter Schabowski neue Reisebestimmungen für Bürger der DDR. Auf die Frage eines Journalisten, ab wann diese Regelung gelten sollte, antwortete Schabowski nach kurzem Zögern: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Diese Aussage verbreitete sich innerhalb weniger Minuten über Fernsehen und Radio. Noch am selben Abend strömten tausende Menschen zu den Berliner Grenzübergängen. Die überraschten Grenzposten hatten keine klaren Anweisungen, wie sie reagieren sollten. Kurz vor Mitternacht öffnete schließlich der erste Grenzübergang. Menschen aus Ost- und West-Berlin lagen sich auf der Mauer in den Armen. Nach 28 Jahren fiel die Berliner Mauer. Nicht durch militärische Gewalt, sondern durch den politischen Zusammenbruch eines Systems, das seine eigene Bevölkerung nicht mehr kontrollieren konnte. War die Berliner Mauer also nur eine Grenze oder sogar, wie die DDR behauptete, ein antifaschistischer Schutzwall? Die historische Analyse spricht eine andere Sprache. Der Bau der Mauer war zunächst eine Reaktion auf ein massives Problem der DDR: den kontinuierlichen Verlust von Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Die offene Grenze in Berlin hatte dazu geführt, dass immer mehr Menschen das Land verließen, viele von ihnen jung und gut ausgebildet. Mit der Mauer konnte die DDR diese Abwanderung nahezu vollständig stoppen. In diesem Sinne stabilisierte sie kurzfristig das politische und wirtschaftliche System. Doch gleichzeitig erfüllte die Mauer noch andere Funktionen. Sie diente der Kontrolle der eigenen Bevölkerung. Menschen sollten daran gehindert werden, das Land zu verlassen und sich einem anderen politischen und wirtschaftlichen System anzuschließen.
Um diese Politik zu rechtfertigen, bezeichnete die DDR-Regierung die Mauer offiziell als antifaschistischen Schutzwall. Diese Bezeichnung sollte den Eindruck erwecken, das Bauwerk diene dem Schutz vor äußeren Bedrohungen aus dem Westen. In Wirklichkeit richtete sich die Mauer jedoch vor allem nach innen. Sie sollte nicht verhindern, dass Menschen in die DDR hineinkamen, sondern dass sie das Land verließen. Damit war die Berliner Mauer weit mehr als eine territoriale Grenze. Sie war ein politisches Machtinstrument, das ein System stabilisieren sollte, das ohne diese Kontrolle möglicherweise schon viel früher in eine Krise geraten wäre. Die Berliner Mauer war ein sichtbares Symbol der deutschen Teilung und des Kalten Krieges. Sie trennte Familien, Städte und ein ganzes Land. Fast 3 Jahrzehnte lang stand sie für Kontrolle, Abschottung und politische Macht. Doch sie wirft bis heute eine grundlegende Frage auf. Wenn ein Staat seine Bürger nur durch Mauern, Wachtürme und Stacheldraht daran hindern kann, das Land zu verlassen, ist das dann ein Zeichen von Stabilität oder ein Hinweis darauf, dass dieses System langfristig zum Scheitern verurteilt ist? Schreib mir deine Einschätzung gerne in die Kommentare, ich bin gespannt auf deine Meinung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da und wenn dich spektakuläre Fluchten aus der DDR interessieren, dann schau dir unbedingt dieses Video hier an. Oder wenn du hören willst, wie Menschen die DDR wirklich erlebt haben, dann siehe dieses Zeitzeugeninterview an. Bis zum nächsten Mal, dein Herr Müller.